Hi ihr Lieben! Heute zeige ich euch 3 Arten, wie ihr eine Beanie-Mütze nähen könnt. Los geht's! Für die Variante 1 schneidet ihr euch die Mütze zweimal aus Außenstoff und zweimal aus Innenstoff zu. Faltet das Hauptteil aus Außen- und Innenstoff zur Mitte, stecke die innere Rundung zusammen und nähe sie. Ich beginne mit der Spitze oben und lasse die Rundung schön auslaufen, damit es keine unschönen Ecken gibt. Ich nähe die Teile mit der Overlock zusammen. Wenn du keine hast, schau dir gerne mein Video zum Zusammennähen von Jersey und Stretchstoff mit der normalen Nähmaschine an. Stecke dir dann die beiden Innenteile rechts auf rechts mit Klammern zusammen. Die Nähte oben sollten dabei genau aufeinander treffen. Biege die Nahtzugaben jeweils in eine Richtung. Nähe einmal außen herum. Lasse dabei eine Wendeöffnung offen. Stecke dir auch die beiden Außenteile zusammen und nähe einmal außen herum. Stecke dir die beiden Mützen rechts auf rechts außen herum zusammen. Die Nähte sollten wieder aufeinander treffen und die Nahtzugaben jeweils in eine Richtung gesteckt werden, damit nicht alles zu dick wird. Nähe einmal außen herum. Später wenden wir die Mütze dann durch die Wendeöffnung der Innenmütze. Überprüfe, ob die Mütze dir von der Rundung passt. Ansonsten nähe gegebenenfalls nochmal an gewünschten Stellen nach. Wende die Mütze auf rechts und forme die Kanten schön aus. Jetzt muss noch die Wendeöffnung geschlossen werden. Das mache ich mit der Nähmaschine, da man die Innenseite nicht sieht. Willst du aber eine Wendemütze machen, empfehle ich dir einen Matratzenstich. Wie dieser geht, zeige ich dir im eingeblendeten Video.
Wende die Mütze auf rechts und forme auch hier alles schön aus. Falls gewünscht, kannst du je nach Stoff die Mütze einmal außen herum absteppen oder bügeln. Für die Variante 2 schneidet ihr euch die Mütze zweimal aus Außenstoff zu und 2 Stoffstreifen in dieser Breite zu und in der Höhe von ca. 8 cm. Nähe sie rechts auf beiden kurzen Seiten zusammen. Für die Variante 2 nähst du die Außenmütze genauso wie bei Variante 1. Statt der Innenmütze von Variante 1 nähst du jetzt die 2 Streifen rechts auf die Außenmütze. Wende dann die Mütze auf rechts. Auch hier kannst du wieder den Rand absteppen. Nähe den Stoffring innen blind an, also so, dass man die Naht außen nicht sieht. Wende die Mütze auf rechts. Für die dritte Variante schneidet ihr das Hauptteil zweimal im Bruch zu. Falte die Teile rechts auf rechts zur Mitte und stecke die inneren Rundungen zusammen. Nähe die 4 Rundungen. Ich beginne mit der Spitze oben und lasse die Rundung schön auslaufen, damit es keine unschönen Ecken gibt. Stecke dir jetzt die Innen- und Außenmütze aneinander und nähe einmal außen herum. Lasse dabei eine Wendeöffnung auf einer Hälfte offen. Diese sollte nicht über die Mitte gehen. Überprüfe, ob die Mütze dir von der Rundung passt. Ansonsten nähe gegebenenfalls nochmal an gewünschten Stellen nach. Wende die Mütze auf rechts und forme die Kanten schön aus. Schließe die Naht. Da man diese außen nicht sieht, mache ich das mit der Nähmaschine.
Dann muss nur noch die Innenmütze nach innen geschoben werden. Fertig sind unsere Bienenmützen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch gerne noch meine anderen Nähvideos, wie zum Beispiel die Taschenvideos an. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag in 2 Wochen wieder. Tschüss!